Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute geht es um das Thema Behavior Driven Development oder kurz BDD. Ich habe mich dazu mit dem Experten auf diesem Gebiet Pascal Moll unterhalten. Ich kenne Pascal seit einigen Jahren. Wir haben uns auf einem Seminar zur Testautomatisierung kennengelernt und irgendwie gleich verstanden, dass wir so die gleiche Sicht auf das ganze Thema Testautomatisierung haben. Darum freue ich mich, auch ihn als Gast hier in diesem Podcast zu haben. Wir haben uns über Themen unterhalten, was man mit BDD alles anstellen kann, wie man mit Testdaten umgeht, was so sinnvolle Kombinationen von anderen Werkzeugen sind in dem Umfeld, wo vielleicht auch die Grenzen von BDD sind, wie man es ins Projekt integrieren kann und wie er selbst auch die Codequalität in seinen Testcode sicherstellt. Freut euch auf diese Folge, viel Spaß dabei! Hallo Pascal, willkommen bei uns im Podcast. Hallo Richie, schönen Dank, dass ich da sein darf. Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns ja heute das Thema Behavior Driven Development, BDD, rausgesucht, weil das ein Thema ist, wo du einfach ganz viel Erfahrung hast und ganz viel Expertise. Und da möchte ich auch gleich damit tief einsteigen sozusagen. Was ist denn BDD eigentlich und wofür kann ich denn das verwenden? Also beim BDD, wie du schon gesagt hast, Behavior Driven Development, geht es darum, dass ich das Verhalten von einem Feature beschreiben möchte. Also der Klassiker ist ja eigentlich, dass man sich ein Feature vorstellt und dann formuliert man das irgendwie in einer Form und eigentlich weiß dann halt hauptsächlich der PO, worum es da geht. Und das Entwicklerteam wird dann halt erst später mit einbezogen. Das versucht man dann halt denen ja näher zu bringen, was will man haben bei diesem Feature, also worauf kommt es an, wie soll das entwickelt werden und so weiter und so fort. Und beim BDD ist es halt eben so, man versucht mit Hilfe von dieser Beschreibung, von dieser Verhaltensbeschreibung, das leichter zu machen für alle Beteiligten, dass halt eben verständlich ist, worauf es ankommt und dass man dann nicht rein technisch in irgendeiner Sprache abdriftet. Das ist so der wesentliche Bestandteil davon. Und wie sieht so eine Beschreibung aus? Also was macht den Unterschied zu dem Prosatext, den ich sonst in meinen Anforderungen oder User Stories habe? Also der Klassiker ist ja, dass man irgendwie eine gegeben Wenn-Dann-Bezeichnung hat. Das verwendet man beispielsweise mit dem Tool Cucumber und Gherkin, dass man halt eben die Grundvoraussetzungen erstmal definiert, also eben das Gegeben-Statement. Das heißt, wenn wir jetzt mal von einem Browser-Test ausgehen, dann wäre gegeben als Beispiel, der Browser ist geöffnet und die Seite, die ich testen möchte, ist aufgerufen. Und dann geht es eben dann mit dem When-Statement weiter. Wenn ich jetzt beispielsweise die Login-Maske befülle und dann auf OK drücke, und dann sind wir auch schon beim Then-Statement, dann erwarte ich eben, dass ich die Seite, die hinter dem Login ist, aufrufen kann, sofern das eben die korrekten Daten eingegeben wurden, beziehungsweise dass halt eine Fehlermeldung kommt, wenn da jetzt irgendein Fehler aufgetreten ist. Und mit diesem ganzen Statement oder dieser ganzen Herangehensweise ist man eigentlich auf einem Sprachniveau, das sowohl kompakt ist, aber auch jeder verstehen kann. Also wenn ich jetzt ein Entwickler bin, dann ist mir klar, worum es da geht, was muss ich da jetzt tun, aber auch auf der anderen Seite, wenn ich jetzt der vom Fachbereich bin, wo sich die Gedanken gemacht hat, der versteht halt auch sofort, worum geht es da, ohne das technische Know-how zu haben. Also man hat hier halt diese einfache Überlappung, sodass jeder verstehen kann, worum es geht und die Missverständnisse werden aus dem Weg geräumt. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es quasi eine Mischform oder ein Übergang von dem fachlichen Prosatext hin zu einer strukturierteren Sprachform, damit man quasi die beiden Welten, Technik und Fachlichkeit, da auch besser zusammenbekommt, oder? Ja, genau, das kann man so gut formulieren. Also der Klassiker ist ja, dass man irgendwie eine Definition hat, wo das Feature beschreibt und wie du gesagt hast mit dem Prosatext und ein Entwickler, der hat da vielleicht eine andere Vorstellung davon, wenn er das liest, als der Fachbereich, der den Text halt entworfen hat. Man hat ja meistens irgendwie eine Vorstellung davon, wenn man jetzt irgendwas liest, aber die Vorstellung ist ja nicht immer zwangsläufig die gleiche und man merkt das ja auch noch nicht mal. Also wenn ich jetzt mich mit jemandem unterhalte und der hat ein Bild im Kopf, dann heißt das ja nicht, dass ich automatisch das gleiche Bild eben habe vor mir. Und mit diesem Gegeben, wenn dann, da versucht man dem halt entgegenzuwirken, um das halt klarer zu definieren, aber auch auf der anderen Seite kompakter. Und wer macht das typischerweise? Wer erstellt dieses Format, also gegeben, wenn dann, wer füllt das aus? Also klassischerweise kann man sagen, das kann jeder tun. Ich kann vom Fachbereich das so hinlegen, aber ich kann auch sagen, dass das der Testanalyst macht. Also da ist jetzt nicht irgendwie die Rolle, wo festgelegt ist, nur diese Rolle darf das tun. Das gibt es in dem Fall nicht, sondern das kann jeder vom Team machen. Ja, in dem Projekt, wo ich jetzt gerade bin, haben wir die Analysten, die das ein Stück weit vorgeben und wir als Tester setzen uns halt ran und sagen, okay, ja, das passt so, das können wir 1:1 übernehmen oder hier müssten wir gegebenenfalls noch was ergänzen oder anpassen.
Also man hat halt diesen Austausch miteinander. Jedes Teammitglied spricht miteinander. Wir sprechen mit dem Fachbereich sehr viel und klären halt ab, wenn wir irgendwas ändern. Ja, ist das denn so korrekt oder ist dann da irgendwie eine Abweichung? Also diese Interaktion miteinander spielt da halt die entscheidende Rolle. Ja, also auch das Miteinander reden und sich darüber dann Genau. austauschen. Ne? Ja, genau. Und wenn jetzt dann die Struktur fertig ist, also ich habe jetzt dann, ich weiß nicht, für jetzt mal als Beispiel eine User Story, habe ich vielleicht dann mehrere von diesen Mhm. Tests oder von diesen Teststrukturen rausgearbeitet, mit gegeben, wenn dann. Was passiert dann im nächsten Schritt damit? Weil, wie wird das umgesetzt oder getestet? Also wenn ich jetzt das Gegeben dann habe und das ist auch so zufriedenstellend, dass wir sagen können, wir können jetzt hier in die Implementierung gehen. Auch jetzt wieder bei dem Tool Cucumber kann ich mir dann die Schritte generieren lassen. Dann wird halt dieses Rahmenwerk vorgelegt und dann passe ich das an und fülle eben meine einzelnen Funktionalitäten mit dem entsprechenden Code. Das nennt sich auch Glue-Code, umgangssprachlich. Da ist dann die Funktionalität, die dann eben auch auskodiert wird, was halt dann klassischerweise von den Testautomatisierungen bzw. Entwicklerteam dann umgesetzt wird. Das heißt, es wird hinter dieses Sprachkonstrukt gegeben, wenn dann, da werden dann Genau. quasi, dann wird dann der Testcode implementiert und es ist ja dann also ein Weg zu einer, sagen wir, guten Brücke von der Fachlichkeit hinein in eine Testautomatisierung auch. Genau, ja genau. Und der Oberbegriff von diesem ganzen Behavior-Driven Development ist ja immer noch, dass man verstehen kann, als jemand, der nicht in der Technik ist, was da passiert. Also diese Gegebenen dann tauchen ja auch in diesem Code, beziehungsweise im Namen der Funktionalität wieder auf. Also so, dass man diese 1 zu 1 Zuweisung hat. Selbst jemand vom Fachbereich könnte sich jetzt in den Entwicklercode hinsetzen und würde verstehen, okay, diese Funktionalität macht jetzt das. Wie die Mhm. genau implementiert ist, ist ja für den Fachbereich erstmal zweitrangig. Verstehe, ja. Und dann geht das quasi ganz normal in die Durchführung, in die Pipeline rein oder Genau. wird Ja, dann quasi genau. damit mit ausgeführt, ne? Genau, also der Klassiker, ja, ich habe irgendeine Art von Build-Server, beispielsweise jetzt ein Jenkins, da hänge ich dann eben meine Tests mit rein und je nachdem, wie die Teststrategie halt aussieht, wird dann entsprechend, sobald halt ein Commit kommt, der Test ausgeführt. Mhm. Ähm, Vielleicht magst du noch ein bisschen drauf eingehen, auch wie läuft das da mit den Testdaten? Sind die da mit drinnen? Also wir unterscheiden ja häufig auch so ein bisschen zwischen abstrakten und konkreten Testdaten, ne? Also Testdaten, die einfach so einen gewissen Rahmen geben, worüber wir uns Ja. bewegen und dann wirklich die konkrete Ausprägung. Wie wird denn das da mit reingebaut? Also die Testdaten habe ich die Form, dass ich es in Form von Datentabellen mit in den Code mit reingeben kann. Also die werden dann in dem Feature-File hinterlegt. Und man kann sich das auch so vorstellen, dass das wirklich eine Tabelle ist mit den Daten. Und die werden befüllt, kann auch der Fachbereich machen oder eben die Tester, je nachdem, wer es halt machen möchte. Und dementsprechend laufen die Daten auch dann rein in meinen Test rein, in meinen automatisierten. Es ist aber auch möglich, dass ich die halt in klassischen Dateien anhänge, also die dann halt irgendwo ausgelagert liegen. Also auch diese Möglichkeit habe ich. Mhm. Okay, verstehe. Und so bezüglich der Werkzeuge, dieses Cucumber, das du erwähnt hast, was ist das für ein Tool? Also wo kommt das her? Oder ist das Open Source? Oder kannst du da vielleicht ein bisschen was sagen dazu? Genau, es ist ein Open Source Tool. Es hat einige Plugins, mit denen das auch erweiterbar ist. Und die Sprache, die verwendet wird, ist eben, nennt sich Gherkin. Das gibt diese Given-When-Then-Syntax wieder. Ich habe mit den Entwicklungsumgebungen zahlreiche Plugins, die ich dafür verwenden kann und die machen ja diese Implementierung auch einfacher. Also ich kann damit eben diese Strukturen schon generieren und muss dann halt nicht mehr von Hand so viel machen. Mhm. Es gibt aber auch noch andere Tools. Eins, was von 2018 ist zum Beispiel Gauge. Das hat von der Idee her den gleichen Ansatz. Die verwenden aber nicht das Given When Then. Also die sagen sich halt, das ist dieses Given When Then zu implementieren, beziehungsweise die Struktur zu überlegen, ist für uns zu umständlich. Wir sagen, es ist alles das Gleiche. Es hängt davon ab, in welcher Reihenfolge die Sachen kommen. Und es wird bei denen einfach mit einem Stern gelöst. Und dann kommt direkt hinten dran der Text. Ah Sie ja. lösen sich ja so ein bisschen von diesem ganzen Vorgehen her. Aber also Mhm. der Grundgedanke dahinter ist eigentlich der gleiche. Also ich habe dann auch eben meinen Blue-Code, da ist entsprechend meine Implementierung mit drin und die wird dann zugewiesen und gematcht. Mhm. Und jetzt von der fachlichen Seite her, wo schreiben denn die Fachleute dann ihre Tests rein? Also die werden ja jetzt da nicht wahrscheinlich direkt in dieses Cucumber reinschreiben, oder wie funktioniert es denn da? Also rein theoretisch könnten die das tun, aber der klassische ist halt, dass es entweder in beispielsweise ALM hinterlegt wird und es wird dann übertragen.
Ist halt ein händischer Schritt, der jetzt, sagen wir mal, ein bisschen umständlich ist, weil halt mit Copy and Paste und so gearbeitet werden müsste. Aber eine modernere Variante ist, dass das in Jira hinterlegt wird und dann in Form von einem Plugin wird es halt runtergeladen in die Feature-Files, beziehungsweise hochgeladen, wenn eine Änderung kommt. Also da findet dann bidirektionaler Austausch statt und sowas kann ich über den Build-Server steuern. Ach so, also das geht dann quasi direkt aus dem Jira quasi hinein ins Tool und ich kann dann dort schon meinen Testcode dann auch wirklich hinterlegen und dann starten. Ja. Genau, also das ist ganz schön, weil sobald halt ein Entwickler eine Änderung pusht, dann arbeitet der Build-Server, der zieht sich dann eigentlich auch immer die Updates und ich kann auch die Updates direkt immer pushen. Das heißt, ich habe im Jira immer den richtigen und aktuellen Stand, was halt die ganzen Feature-Files betrifft und einer vom Fachbereich, der sieht halt auch immer den neuesten Stand und muss nicht immer erst suchen, wo befinde ich mich jetzt, wo ist die neueste Version und hin und her. Also hatte ich in der Vergangenheit nämlich auch schon, dass man dann halt mehrere Ablageorte hatte und man war sich gar nicht sicher, ob das jetzt die aktuelle Dokumentation ist, mit der ich arbeite. Also das ist wieder dieses Stichwort, die Quelle der Wahrheit. Ja. Das soll eine Wahrheit geben und die soll halt an einem Ort sein. Und das spielt ja auch in dieses ganze Behavior-Driven Development rein. Und wo sind denn da die Grenzen von dem? Also es gibt ja viele fachliche Akzeptanztests dann auch, die gemacht werden müssen, ne? Und so eine Struktur ist natürlich auch relativ starr, sage ich einmal so. Wo siehst denn du aus deiner Erfahrung heraus, da so typische Fälle, die man jetzt nicht damit umsetzen kann, wo man sagt, das passt da nicht? Also ich würde mir mit Lasttests sehr schwer tun, die umzusetzen. Ich sag mal, theoretisch ist es möglich, aber ich kann auch theoretisch mit Selenium Lasttests machen, ja, wenn ich das wollte. Aber die Frage ist halt, ist es das richtige Tool? Also da sehe ich ein bisschen, würde ich jetzt nicht dazu tendieren, beziehungsweise wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Aber so grundsätzlich von dem Ganzen her ist das sehr flexibel, weil ich kann eigentlich in diesen Glue-Code reinpacken, was ich möchte. Also ich muss da nicht Oberflächentests machen, ich kann auch hergehen in Integrationstests oder Akzeptanztests machen oder was auch immer mir gerade halt beliebt. Die Struktur ist sehr flexibel und ich kann das ja auch durch externe weitere Libraries erweitern, wie ich brauche. Ja, verstehe. Also und für die fachlichen Tests ist das so, dass du das in Kombination nutzt mit noch anderen Verfahren oder mit sagen wir, manuellen Tests, wenn es da noch gibt dazu oder anderen Automatisierungen? Also ich kann damit auch manuelle Tests machen, dann werden halt meine Given-When-Then-Statements vorbereitet und ich habe halt dann keinen ausführbaren Glue-Code dazu, aber es spricht nichts dagegen, das so zu dokumentieren. Also es ist tatsächlich auch ratsam, weil es halt dann eben einheitlich ist. Ja, also man hat machbar ist das. Genau, also ich habe dann halt eben die Given-When-Statements und die sind halt dann zur reine Dokumentation, wo sich dann der manuelle Tester hinsetzt und die halt eben abarbeitet. Jetzt ist ja sowas zu entwickeln, wenn man da so reinstartet, jetzt ein Projekt sagt, ja, das ist eine gute Idee, wir wollen das jetzt auch machen, wir wollen jetzt auch BDD bei uns einführen. Was ist denn da so der erste Startpunkt? Wo würdest du sagen, womit beginnt man denn da mal? Wenn ich jetzt schon eine gewisse Fachlichkeit auch habe, wie kann ich mich daran tasten, dass es alles nicht zu viel wird oder dass ich mal einen guten Einstieg finde in das Ganze? Ich würde mir einen Testfall suchen, der jetzt nicht trivial ist, aber auch nicht wahnsinnig komplex. Also ein Testfall, bei dem man schon was sehen kann, der auch eine gewisse Auswirkung hat, den würde ich mir hernehmen. Aber ich würde jetzt nicht da wirklich Monate für einen Testfall verwenden, weil das ist einfach zu lang. Also es muss halt in einem gewissen Rahmen bleiben, weil diese BDD-Implementierung, die hat einen gewissen Overhead, den man da mitbringt einfach. Wenn ich mich jetzt hinsetze und codiere meinen Testfall runter, dann geht das schon ein Stück weit schneller, als wenn ich halt die Feature-Files noch erstellen muss, die Given-When-Then-Syntax dazu, mir überlege, wie die am besten ist und wie die Struktur passt. Also da ist ein gewisser Overhead dabei, der sich halt aber erst später auszahlt. Das muss einem halt bewusst sein und da muss man ein bisschen auch vorsichtig sein, dass man das von vornherein klar macht. Ja. Ja, also das ist natürlich immer dann auch einfach ein gewisser Mehraufwand als zu dem, wie man es jetzt macht, einmal gerade initial, bis das natürlich dann auch läuft. Das muss dann in die Pipeline mit eingebaut werden und alles Mögliche. Die Tools müssen aufgesetzt werden, das Ganze will ja auch gepflegt werden. Wie sieht es denn da mit der Wartung aus von diesen Testfällen? Also hast du da irgendwie so Erfahrung, wie man damit umgeht, wenn so ein Test umfällt oder so? Also würde ich vergleichen mit einem normalen Test auch. Also die Tests müssen ja nach wie vor gepflegt werden. Und der Schritt, der halt hier noch hinzukommt, ist, wenn sich die Umstände irgendwie ändern von der Given-When-Then-Syntax, die muss ich natürlich dann auch mit anpassen, dass die immer dem aktuellen Stand entspricht. Erfahrungsgemäß ist das jetzt aber nicht, also von der Häufigkeit her, wenn ich es vergleichen würde, ist das lange nicht so häufig, wie wenn ich einen Oberflächentest anpassen muss.
Ja, ja. Also Oberflächentests sind quasi aus deiner Sicht deutlich wartungsintensiver da Ja, auch. Ja. genau. Mhm. Okay. Und unser fiktives Projektteam macht sich jetzt auf den Weg, ne, hat da jetzt die ersten Tests ausgeführt. Was sind denn so in deiner Erfahrung die Fallstricke, in die man relativ leicht tappen kann? Die natürlich jetzt, die wollen wir natürlich hier im Podcast auch gleich ausräumen, dass keiner da in diese Probleme läuft. Was hast du denn da so erlebt? Also ein Thema ist mit Sicherheit die Datenhaltung bzw. die Datentabelle hinten dran. Also wenn ich, nicht jeder Testfall braucht das zwangsläufig, aber wenn ich das verwende, dann sollte ich mir auf jeden Fall vorher Gedanken machen, dass die Daten zum einen halt auch sind, aber auch vollständig eben. Also natürlich kann ich das im Nachhinein auch erweitern, aber so Erweiterungen, die haben halt auch gewisse Fallstricke mit drin, weil es halt dann sein kann, dass ich halt auch den Test entsprechend umbauen muss, was halt wieder für Aufwand sorgt. Hm. Also diese ganze Testdatenverwaltung und Testdatengeschichte ist so eine Sache, da wo man sich vorher schon ein bisschen intensiv mit auseinandersetzen sollte. Und ob das so dem entspricht, wie ich mir das vorstelle, ob die halt auch vollständig sind. Ja. Ansonsten so eine Struktur ist relativ schnell aufgesetzt und angepasst. Bei Cucumber ist es ja so, dass es gibt dieses Background-Keyword. Damit kann ich Schritte mit reinnehmen, die halt immer am Anfang von einem Test stattfinden sollen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, das häufig zu nutzen, weil ich mir einfach Duplicated Code an der Stelle spare und das macht das übersichtlicher. Und so gibt es halt so diese kleinen Feinheiten. Hm. Das ist vielleicht auch noch eine spannende Sache. Wie sieht es denn mit der Codequalität aus? Ich meine, das ist ja eher eine Prozessfrage, aber im Prinzip, du schreibst ja da Testfälle und das ist ja auch im Prinzip Code. Was sind denn da so deine Empfehlungen, wie man denn da die Qualität sicherstellt? Da würde ich in die Richtung Clean Code einfach gehen und sagen, okay, meine Funktionalität bzw. meine auskodierte Funktion sollte eine gewisse Komplexität einfach nicht übersteigen. Ich gehe immer mit dieser Faustformel ran, wenn meine Funktion mehr als 8 Zeilen hat, dann mache ich mir intensiv Gedanken, ob ich die nicht irgendwie splitten kann. Also mit dieser Art fahre ich eigentlich sehr gut. Vom ISDQB gibt es ja diese ganze Komplexitätstheorie und so weiter und so fort. Also hat der eine oder andere ja sicherlich schon mal gehört. Da werden dann Knoten und Kanten gezählt und dann daraus eben die Komplexität abgeleitet. Finde ich ein bisschen schwierig, weil ich erstmal meinen Code analysieren muss, wo ist jetzt meine Kante, wo ist mein und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde diese Faustformel, wo ich halt dann anhand von den ausführbaren Zeilen gehe und eben gucke, okay, wie sieht es da aus, dann mache ich eine Unterfunktionalität und schon ist meine Übersicht einfach gegeben. Also so gehe ich immer an, wenn ich irgendwelche Sachen codiere eben. Ja, ja. Ja, es ist ja im Prinzip normaler Code, der entsteht, ne, und der will auch genauso Genau. gepflegt werden. Ne? Also man kann ja da, denke ich, auch mit statischen Analysen auch einiges machen und auch mit Code-Reviews einfach auch sich gegenseitig Genau. dann da noch unterstützen, dass der Testcode auch gut pflegbar und wartbar bleibt. Ne? Also schadet nie, da irgendwie im Vier-Augen-Prinzip oder vielleicht mit dem ganzen Team mal drüber zu schauen, ob es da irgendwelche Optimierungen gibt. Wir haben bei uns vom Projekt her auch immer, dass wir einfach mal 1, 2 Tage wirklich da verwenden, um Refactorings durchzuführen und den Code halt zu verbessern. Also das hat sich auch bewährt, weil die Komplexität halt wirklich abnimmt. Ja, verstehe. Ja, jetzt ist ja so, in aller Munde sind ja jetzt auch künstliche Intelligenzen, die jetzt auch ja, uns alle obsolet machen können vielleicht oder auch nicht. Garantiert, ja. Hast du denn damit schon ein bisschen gespielt? Ich denke ja, so ein Format, das wäre doch vielleicht auch was ja auch so eine KI einfach für uns dann generieren könnte aus dem Prosatext, oder? Also ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber ich habe es noch nicht intensiv jetzt ausprobiert. Es gibt Plugins dafür, die sollen beim Testen unterstützen und die machen dann Vorschläge. Das geht so in die Richtung mit Vorhersage anhand von Daten. Und ich habe auch vor kurzem einen Podcast dazu gehört, der ganz spannend war. Da ging es eben darum, dass je nachdem, wie oft dieser Test erfolgreich war, beziehungsweise wie oft der fehlgeschlagen ist, lassen sich dann da Prognosen abbilden, sobald halt eben ein Entwickler Code pusht. Also das heißt, der lädt seinen Code hoch ins Repository und dann soll vorhergesagt werden, was dieser Code für Fehler auslösen kann, beziehungsweise welche Tests dabei umfallen können. Diese Ansätze gibt es, die sind auch sehr spannend. Ich glaube aber nicht, dass wir demnächst uns einen neuen Job suchen müssen. Also das traue ich der KI noch nicht so. Ja. Ja, aber ist natürlich schon gerade als Unterstützungshilfe da vielleicht auch ganz interessant, natürlich auch was Das jetzt denke vielleicht ich auch. Datenkonstellationen Ja. geht oder so, Daten da auch zu generieren aus gewissen Gegebenheiten heraus, ne? Oder halt vielleicht auch mal einen Vorschlag für so ein Sprachformat zu machen. Ne? Ja, genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass die KI später sehr gut dabei helfen kann, eben diese Given-When-Then-Struktur vorzuschlagen.
Und dann muss man einfach nur noch mal drüber schauen und wirklich analysieren, passt das so für mich, ist das, was ich erwartet habe und hat gegebenenfalls kleine Änderungen durchzuführen. Aber so als Hilfe mit Sicherheit wird das kommen. Ja, sehr spannend, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, Pascal, jetzt, wenn wir das Thema jetzt einmal so durch, BDD, Behavior Driven Development, wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin eine Frage hat dazu, kann man dich doch sicher super erreichen. Was ist denn so der beste Weg für dich? Selbstverständlich, ja. Also ich bin bei LinkedIn relativ aktiv. Da kann man mich finden, wenn es ist wahrscheinlich am bequemsten. Ansonsten gerne einfach per Mail. Super, dann werde ich das noch verlinken in den Shownotes und Sehr gern. dann bist du da auch gut erreichbar. Vielen Dank, Pascal. Ich freue mich, dass wir das Thema mal so gut durchgearbeitet haben. Und ja, ich bin gespannt, ob wir mal eine andere Folge noch gestalten. Und Gerne. danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst und uns da mal so einen Einblick gegeben hast. Und wünsche dir alles Gute und bis bald. Vielen Dank, wünsche dir auch. Danke, ciao. Bis dann. Tschüss.